Hallo zusammen, mein Name ist Emily. Heute möchte ich über mein Lieblingshobby sprechen. Mein Lieblingshobby ist das Lesen von Büchern. Ich liebe das Lesen, weil es Spaß macht. Es ist entspannend, es ist interessant und ich lerne dabei viele neue Dinge. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich das Lesen liebe. Lesen hilft mir, Deutsch zu lernen. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, war es nicht einfach für mich. Deutsch war ganz anders als meine eigene Sprache. Die Wörter sahen fremd aus. Die Aussprache war schwierig. Die Grammatik hat mich verwirrt. Manchmal habe ich einen Satz lange angeschaut und ihn trotzdem nicht verstanden. Ich hatte auch Angst, Deutsch zu sprechen. Ich hatte Angst, Fehler zu machen. Ich hatte Angst, dass die Leute mich nicht verstehen würden. Ich hatte Angst, dass sie über mich lachen würden. Deshalb war ich am Anfang oft still. Ich hörte mehr zu, als ich sprach. Ich wollte Deutsch lernen, aber ich wusste nicht, wie ich jeden Tag am besten üben konnte. Dann entdeckte ich das Lesen. Am Anfang las ich nur sehr kurze und einfache deutsche Sätze. Ich las Kindergeschichten, kurze Dialoge und Texte für Anfänger. Sie waren nicht zu schwierig, die Wörter waren einfach, die Sätze waren kurz. Deshalb konnte ich sie Schritt für Schritt verstehen. Langsam wurde das Lesen zu meiner Lieblingsmethode, Deutsch zu lernen. Für mich ist das Lesen auf Deutsch wie ein Lehrer, der immer bei mir ist. Ein Buch lacht nicht über meine Fehler. Ein Buch macht mich nicht nervös. Ein Buch wartet auf mich. Wenn ich einen Satz nicht verstehe, kann ich ihn noch einmal lesen. Wenn ich ein Wort nicht kenne, kann ich es nachschlagen. Wenn die Geschichte interessant ist, möchte ich weiterlesen. Deshalb ist Lesen so hilfreich. Heute möchte ich euch erzählen, warum Lesen beim Deutschlernen so hilfreich ist und wie es auch euch helfen kann. Lesen ist eine der besten Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen. Wenn wir lesen, sehen wir Wörter immer wieder. Wir sehen, wie Sätze gebildet werden. Wir sehen Grammatik in echten Beispielen. Wir lernen, wie Menschen sprechen, Fragen stellen, antworten und Geschichten erzählen. Das Beste daran ist, dass sich Lesen nicht wie schwieriges Lernen anfühlt. Es fühlt sich wie eine Geschichte an. Es fühlt sich wie ein Abenteuer an. Es fühlt sich an, als würde man eine Tür zu einer anderen Welt öffnen. Ich liebe zum Beispiel Abenteuergeschichten und Märchen. Ich mag Geschichten über Kinder, Tiere, Wälder, Schlösser und Reisen. Deshalb lese ich gerne einfache deutsche Versionen von Geschichten wie Peter Pan, Der kleine Prinz, Aschenputtel und Schneewittchen. Diese Geschichten sind interessant. Sie machen mich neugierig.
Ich möchte wissen, was als nächstes passiert. Und weil ich wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht, lese ich weiter. Je mehr ich lese, desto mehr Deutsch sehe ich. Je mehr Deutsch ich sehe, desto mehr verstehe ich. Und nach wird mein Deutsch besser. Eine der wichtigsten Arten, wie mir das Lesen hilft, ist das Lernen neuer Wörter. Wenn ich ein deutsches Buch öffne, finde ich immer Wörter, die ich nicht kenne. Am Anfang hat mir das Angst gemacht. Ich dachte, oh nein, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist dieses Buch zu schwierig für mich. Aber später habe ich etwas Wichtiges gelernt. Ich muss nicht jedes einzelne Wort verstehen. Ich muss nur die Hauptidee verstehen. Wenn ich die Geschichte verstehe, kann ich weiterlesen. Wenn ich zum Beispiel eine Geschichte über einen Wald lese, sehe ich vielleicht Wörter wie Baum, Fluss, Blume, Berg, Vogel und Weg. Am Anfang kenne ich vielleicht nicht alle diese Wörter auf Deutsch, deshalb schreibe ich sie in mein Notizbuch. Dann schaue ich ihre Bedeutung nach. Danach lese ich den Satz noch einmal. Wenn ich dasselbe Wort das nächste Mal sehe, kommt es mir schon bekannt vor. Beim dritten Mal kann ich mich leichter daran erinnern. Wenn ich es oft genug gesehen habe, bleibt das Wort in meinem Gedächtnis. Das ist viel besser, als nur eine Liste mit Wörtern auswendig zu lernen. Warum? Weil das Wort in einer Geschichte eine Bedeutung hat. Es hat einen Platz. Ich habe ein Bild davon im Kopf. Wenn ich lese, das Mädchen geht durch den Wald, kann ich mir ein Mädchen vorstellen, das zwischen Bäumen läuft. Wenn ich also das Wort Wald lerne, lerne ich nicht nur eine Übersetzung. Ich lerne ein Bild, ich lerne ein Gefühl, ich lerne eine Situation. Das hilft mir, mich länger an das Wort zu erinnern. Manchmal brauche ich nicht einmal ein Wörterbuch. Die Geschichte hilft mir, die Bedeutung zu erraten. Wenn zum Beispiel in einem Satz steht, der Junge war traurig und weinte, kann ich verstehen, dass traurig so etwas wie unglücklich bedeutet. Ich verstehe es, weil das Wort weinte mir einen Hinweis gibt. Das ist sehr hilfreich. Beim Lesen lerne ich, die Bedeutung aus dem Zusammenhang zu verstehen. Das bedeutet, dass ich nicht bei jedem neuen Wort stehen bleibe. Ich lese weiter. Ich verstehe immer mehr. Ich genieße die Geschichte weiter. Lesen hilft mir auch, häufige deutsche Wörter ganz natürlich zu lernen. Einige Wörter kommen in Geschichten sehr oft vor. Wörter wie Mutter, Vater, Haus, Schule, Freund, Morgen, Abend, glücklich, traurig, gehen, kommen, essen, trinken und schlafen. Diese Wörter sind wichtig, weil wir sie im Alltag benutzen.
Wenn ich sie immer wieder in verschiedenen Geschichten sehe, merke ich sie mir, ohne mich dazu zwingen zu müssen. Es fühlt sich natürlich an. Es fühlt sich einfach an. Eine andere Sache, die ich gerne mache, ist, ein kleines Vokabelheft zu führen. Wenn ich lese, schreibe ich neue deutsche Wörter auf. Aber ich schreibe nicht zu viele Wörter auf einmal auf. Wenn ich 20 oder 30 Wörter von einer Seite aufschreibe, werde ich müde. Deshalb wähle ich nur die wichtigsten Wörter aus. Wenn ich zum Beispiel eine kurze Geschichte lese, wähle ich vielleicht 5 neue Wörter aus. Dann schreibe ich das deutsche Wort, die Bedeutung und einen einfachen Satz. Das hilft mir, das Wort zu benutzen und es nicht nur auswendig zu lernen. Wenn ich zum Beispiel das Wort Haus lerne, schreibe ich einen Satz wie Das ist mein Haus. Wenn ich das Wort Freund lerne, schreibe ich Mein Freund ist nett. Einfache Sätze sind genug. Ich muss keine perfekten Sätze schreiben. Ich muss nur üben. Lesen hilft mir auch, die Grammatik besser zu verstehen. Viele Menschen finden Grammatik langweilig. Ich kann dieses Gefühl verstehen. Wenn ich Grammatik aus einem Grammatikbuch lerne, fühlt es sich manchmal schwierig an. Es gibt viele Regeln. Es gibt viele Beispiele. Manchmal verstehe ich die Regel, aber ich weiß nicht, wie ich sie beim Sprechen benutzen soll. Lesen hilft mir bei diesem Problem. Wenn ich deutsche Geschichten lese, sehe ich die Grammatik in der Praxis. Ich sehe, wie echte Sätze funktionieren. Ich sehe, wie Fragen gebildet werden. Ich sehe, wie sich Verben verändern. Ich sehe, wo die Wörter in einem Satz stehen. In einer einfachen Geschichte lese ich zum Beispiel vielleicht, das Mädchen geht gerade im Park spazieren und später, das Mädchen geht jeden Tag im Park spazieren. An diesen beiden Sätzen kann ich einen Unterschied erkennen. Ein Satz beschreibt etwas, das gerade passiert. Der andere Satz beschreibt etwas, das regelmäßig passiert. Wenn ich solche Beispiele immer wieder sehe, wird die Grammatik klarer. Ich lerne die Grammatik nicht nur, ich bekomme ein Gefühl dafür. Ich sehe sie, ich erinnere mich daran. Das ist besonders hilfreich beim Deutschen, weil der deutsche Satzbau am Anfang ungewohnt sein kann. Manchmal steht das Verb an einer Stelle, die mich überrascht. Manchmal stehen die Wörter nicht in derselben Reihenfolge wie in meiner eigenen Sprache. Aber wenn ich oft lese, gewöhnt sich mein Gehirn an die deutschen Satzmuster. Am Anfang denke ich zu viel nach. Später verstehe ich schneller und langsam fühlt sich Deutsch natürlicher an. Lesen hilft mir auch bei kurzen Redewendungen und Sätzen. Diese sind sehr wichtig.
Wenn Menschen sprechen, benutzen sie nicht nur einzelne Wörter. Sie benutzen Wortgruppen und ganze Sätze. Sie sagen zum Beispiel: Wie geht es dir? Was machst du? Kann ich dir helfen? Ich verstehe das nicht. Bitte sag es noch einmal. Vielen Dank. Wenn ich Dialoge in deutschen Geschichten lese, sehe ich diese nützlichen Sätze immer wieder. Dann beginne ich, sie mir zu merken. Später, wenn ich Deutsch spreche, fallen mir diese Sätze schneller ein. Bevor ich angefangen habe, viel zu lesen, habe ich oft versucht, jedes einzelne Wort aus meiner eigenen Sprache ins Deutsche zu übersetzen. Das war langsam und schwierig. Aber nachdem ich viele einfache Dialoge gelesen hatte, begann ich mir ganze Sätze und Redewendungen zu merken. Dadurch wurde das Sprechen einfacher. Beim Lesen finde ich Beispiele, die ich im echten Leben benutzen kann. Eines Tages traf ich zum Beispiel jemanden, der Deutsch sprach. Sie fragte mich, was ich gerne mache. Ich verstand die Frage, weil ich ähnliche Sätze schon in meinen Büchern gesehen hatte. Also antwortete ich lese gerne Bücher. Es war eine einfache Antwort, aber ich war sehr glücklich. Dieses kurze Gespräch gab mir Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen kam durch das Lesen. Lesen bringt mir nicht nur Wörter und Grammatik bei, es gibt mir auch Mut, denn jede Seite, die ich lese, erinnert mich daran, dass ich Fortschritte mache. Vielleicht verstehe ich heute noch nicht alles, aber ich verstehe mehr als gestern. Und das ist Fortschritt. Beim Deutschlernen geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, weiterzumachen, eine weitere Seite zu lesen, ein weiteres Wort zu lernen, einen weiteren Satz zu verstehen und langsam immer besser zu werden. Lesen hilft mir auch bei der Aussprache. Manche Menschen denken vielleicht, dass Lesen nicht bei der Aussprache helfen kann, weil man beim Lesen normalerweise still ist. Aber mir hilft das Lesen sehr. Wenn ich deutsche Wörter lese, sehe ich, wie sie geschrieben werden. Dann versuche ich, ihren Klang in meinem Kopf zu hören. Wenn ich nicht sicher bin, wie man ein Wort ausspricht, höre ich es mir auf meinem Handy an. Danach wiederhole ich es mehrmals. Wenn ich zum Beispiel ein neues deutsches Wort in einer Geschichte sehe, schaue ich nicht nur nach der Bedeutung, ich höre mir auch die Aussprache an. Dann spreche ich das Wort langsam aus. Zuerst sage ich nur das Wort. Dann sage ich es in einem Satz. Danach lese ich den ganzen Satz laut vor. Das hilft meinem Mund, sich an die deutschen Laute zu gewöhnen. Die deutsche Aussprache kann am Anfang schwierig sein. Manche Wörter sind lang. Manche Laute sind neu.
Manche Buchstaben werden anders ausgesprochen als im Englischen. Aber wenn ich jeden Tag laut lese, wird meine Aussprache langsam besser. Ich muss nicht schnell lesen. Ich lese langsam. Ich lese deutlich. Ich versuche so zu sprechen wie in der Audioaufnahme. Manchmal lese ich denselben Absatz 3 oder 4 Mal. Beim ersten Mal lese ich, um den Inhalt zu verstehen. Beim zweiten Mal lese ich, um auf die Aussprache zu achten. Beim dritten Mal lese ich mit mehr Selbstvertrauen. Diese einfache Übung hilft mir sehr. Lesen hilft mir auch, selbstbewusster zu werden. Bevor ich angefangen habe, deutsche Geschichten zu lesen, hatte ich Angst zu sprechen. Ich dachte, ich müsste die Grammatik perfekt beherrschen, bevor ich sprechen könnte. Ich dachte, ich müsste Tausende von Wörtern kennen, bevor ich überhaupt etwas sagen könnte. Aber das Lesen hat mir etwas anderes gezeigt. In vielen Geschichten benutzen die Menschen einfache Wörter. Sie stellen einfache Fragen. Sie geben einfache Antworten. Sie sagen ganz normale Dinge wie: Ich habe Hunger. Wohin gehst du? Ich möchte helfen. Ich bin glücklich. Ich bin müde. Kannst du mit mir kommen? Das sind keine schwierigen Sätze, aber sie sind sehr nützlich. Wenn ich sie immer wieder lese, habe ich langsam das Gefühl, dass ich sie auch benutzen kann. Das Lesen gibt mir also Selbstvertrauen, weil es mir fertige Sätze gibt. Ich muss nicht jeden Satz von Grund auf selbst bilden. Ich kann mich an Sätze aus Büchern erinnern und sie im echten Leben benutzen. Wenn ich zum Beispiel in einer Geschichte lese, wie jemand sagt: Kann ich dir helfen?, kann ich diesen Satz später selbst benutzen. Wenn ich lese: Ich verstehe das nicht, kann ich das sagen, wenn ich Hilfe brauche. Wenn ich lese: Bitte sag es noch einmal, kann ich diesen Satz benutzen, wenn jemand zu schnell spricht. Deshalb lese ich so gerne Dialoge. Dialoge sind sehr nützlich für Menschen, die eine Sprache lernen. Sie zeigen, wie Menschen wirklich sprechen. Sie zeigen kurze Fragen und kurze Antworten. Sie helfen mir, alltägliches Deutsch zu üben. Eine weitere wichtige Sache ist, die richtigen Bücher auszuwählen. Wenn ich Bücher zum Deutschlernen auswähle, nehme ich keine Bücher, die zu schwierig sind. Wenn auf jeder Seite viele schwierige Wörter stehen, werde ich schnell müde. Dann macht mir die Geschichte keinen Spaß mehr. Deshalb wähle ich Bücher, die einfach genug für mich sind. Für Anfänger sind Kindergeschichten sehr gut. Sie benutzen einfache Wörter, kurze Sätze und klare Ideen. Viele Kinderbücher haben auch Bilder. Die Bilder helfen mir, die Geschichte zu verstehen, ohne jedes Wort übersetzen zu müssen. Ich mag auch Kurzgeschichten. Kurzgeschichten sind perfekt.
weil sie nicht zu viel Zeit brauchen. Ich kann eine Geschichte an einem Tag zu Ende lesen. Das gibt mir ein Gefühl von Erfolg. Wenn ich eine deutsche Geschichte zu Ende lese, auch wenn sie nur kurz ist, bin ich stolz. Ich denke, ich habe es geschafft. Ich habe etwas auf Deutsch gelesen. Dieses Gefühl motiviert mich weiterzumachen. Auch Märchen sind hilfreich. Geschichten wie Aschenputtel, Schneewittchen und Rotkäppchen sind leicht zu verstehen, weil viele Menschen sie bereits kennen. Wenn ich die Geschichte schon kenne, kann ich die deutsche Version leichter verstehen. Auch Comics können hilfreich sein. Comics haben Bilder und kurze Sätze. Die Bilder zeigen, was passiert, deshalb sind die Wörter leichter zu verstehen. Comics machen auch Spaß und Spaß ist beim Lernen einer Sprache wichtig. Wenn das Lernen zu langweilig ist, fällt es schwer weiterzumachen. Aber wenn das Lernen Spaß macht, kommen wir immer wieder darauf zurück. So übe ich jeden Tag das Lesen. Zuerst wähle ich einen kurzen Text oder eine einfache Geschichte aus. Dann lese ich 20 oder 30 Minuten lang. Ich versuche nicht, jedes Wort perfekt zu verstehen. Ich versuche, die Hauptidee zu verstehen. Wenn ich ein wichtiges neues Wort sehe, schreibe ich es in mein Notizbuch. Aber ich unterbreche das Lesen nicht zu oft. Wenn ich bei jedem Wort anhalte, wird das Lesen langsam und langweilig. Deshalb wähle ich nur nützliche Wörter aus. Nach dem Lesen schaue ich in mein Notizbuch. Ich überprüfe die Bedeutungen. Dann schreibe ich einfache Sätze mit den neuen Wörtern. Dadurch bleiben die Wörter besser in meinem Gedächtnis. Eine andere Sache, die ich mache, ist, Texte noch einmal zu lesen. Wiederholtes Lesen ist sehr hilfreich. Wenn ich eine Geschichte zum ersten Mal lese, verstehe ich vielleicht nur 60 oder 70%. Aber beim zweiten Mal verstehe ich mehr. Beim dritten Mal verstehe ich noch mehr. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte noch einmal lese, wird sie einfacher. Die Wörter kommen mir vertrauter vor. Die Sätze fühlen sich natürlicher an. Manche Menschen finden es langweilig, etwas mehrmals zu lesen, aber ich finde es sehr hilfreich. Es ist wie bei einem Lieblingslied, das man immer wieder hört. Nach einiger Zeit kennt man die Wörter, ohne es bewusst zu versuchen. Ich lese auch laut vor. Lautes Lesen hilft mir beim Sprechen und bei der Aussprache. Es hilft mir auch, ein Gefühl für den Rhythmus der deutschen Sprache zu bekommen. Wenn ich leise lese, verstehe ich die Wörter. Aber wenn ich laut lese, trainiere ich auch meinen Mund. Manchmal nehme ich meine Stimme auf. Danach höre ich mir die Aufnahme an. Am Anfang war es mir unangenehm,
meine eigene Stimme zu hören. Aber später habe ich verstanden, dass Aufnahmen eine gute Möglichkeit sind, mich zu verbessern. Ich kann hören, welche Wörter für mich schwierig sind. Ich kann sie wiederholen. Ich kann besser werden. Ich bitte auch um Hilfe, wenn ich sie brauche. Wenn ich einen Satz nicht verstehe, frage ich meinen Lehrer oder einen Freund. Manchmal reicht eine kleine Erklärung und plötzlich ist alles klar. Aber ich versuche auch geduldig mit mir selbst zu sein. Ich muss heute noch nicht alles verstehen. Deutsch lernen ist eine Reise. Jedes Buch ist ein Schritt. Jede Seite ist ein Schritt. Jeder Satz ist ein Schritt. Wenn du Deutsch lernen möchtest, empfehle ich dir wirklich, viel zu lesen. Fang mit einfachen Büchern an. Wähle am Anfang nichts, was zu schwierig ist. Lies Kindergeschichten, lies Kurzgeschichten, lies einfache Dialoge, lies Texte für Anfänger. Nimm dir Zeit, fühl dich nicht schlecht, wenn du nicht jedes Wort verstehst. Das ist ganz normal. Auch wenn du nur die Hauptidee verstehst, lernst du trotzdem. Denk daran, beim Lesen geht es nicht nur darum, Wörter zu lernen. Lesen hilft dir mit der Grammatik. Lesen bringt dir nützliche Sätze und Redewendungen bei. Lesen hilft dir, deine Aussprache zu üben. Lesen gibt dir Selbstvertrauen. Lesen gibt dir neue Ideen. Und vor allem lässt Lesen die deutsche Sprache lebendig werden. Deutsch ist nicht nur ein Schulfach oder etwas, das in einem Lehrbuch steht. Deutsch ist eine Sprache voller Geschichten, Gefühle, Menschen, Fragen, Antworten, Träume und Abenteuer. Wenn ich auf Deutsch lese, fühle ich mich der Sprache näher. Ich habe das Gefühl, dass Deutsch keine Mauer mehr ist. Es ist eine Tür zu neuen Wörtern, eine Tür zu neuen Geschichten, eine Tür zu neuem Selbstvertrauen. Lesen ist mein Lieblingshobby, weil es mir hilft, auf eine unterhaltsame und einfache Weise Deutsch zu lernen. Es bringt mir neue Wörter bei. Es hilft mir, die Grammatik zu verstehen. Es verbessert meine Aussprache. Es gibt mir Selbstvertrauen beim Sprechen. Und es bringt mich in neue Welten. Wenn du also Deutsch lernst, versuche auch zu lesen. Fang klein an. Lies langsam. Lies jeden Tag. Am Anfang reichen sogar 10 Minuten. Eine Seite heute kann morgen zu einem ganzen Kapitel werden. Eine Geschichte in dieser Woche kann nächsten Monat zu einem ganzen Buch werden. Warte nicht, bis dein Deutsch perfekt ist. Fang jetzt an. Öffne ein einfaches deutsches Buch. Lies den ersten Satz, dann lies den nächsten. Schritt für Schritt wirst du besser.
Jedes Buch ist wie eine Tür zu einer neuen Welt. Du musst sie nur öffnen. Vielen Dank, dass du die ganze Lektion angeschaut hast. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, weiß ich das wirklich zu schätzen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist lesen. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit lesen in die Kommentare. Zum Beispiel, ich lese ein Buch oder ich lese jeden Tag auf Deutsch. Sag mir auch, liest du gerne Bücher, um Deutsch zu lernen? Ja oder nein? Wenn dir diese Lektion beim Üben deines deutschen Hörverstehens geholfen hat, abonniere bitte German Tales für weitere einfache Deutschlektionen und Geschichten. Hör weiter zu, lies weiter, übe weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!